Moin Leute, heute drosseln wir eine Suzuki RF 900. Das ist ein Fahrzeug, was bald mit dem H-Kennzeichen ausgestattet werden kann. Etwas ungünstig an diesem Fahrzeug ist, dass die Schrauben ein bisschen den Gaszug verdecken, deswegen müssen wir diesmal zu einer Knarre greifen, um das Ganze ordentlich zu entfernen. Wir haben wieder 2 Kreuzschrauben, die es zu lösen gilt. Wir fangen einfach mal mit der ersten hier unten an. Beide Schrauben lösen wir zunächst einmal ein bisschen vor und entfernen sie gleich vollständig einfach mit der Hand. Wie gesagt, ein bisschen vorgedreht und dann den Rest mit der Hand entfernt. Diese Schraube ist ein bisschen länger und die zweite folgt jetzt. Ihr seht, dass die Schraube gleichzeitig mit diesem Blech den Gaszug fixiert. Da müssen wir gleich beim Wiederanschrauben drauf achten. Das Ganze ist jetzt erstmal auseinandergenommen. Und wir können den oberen Teil der Griffschale anheben. Jetzt nehmen wir den Limiter zur Hand und setzen ihn so mit der Schrift nach außen hier in den Gasgriff ein. Jetzt setzen wir die Griffschale wieder an, überprüfen das Gas, das ist wie immer freigängig und schön deutlich reduziert und beginnen mit dem Rückbau. Bei der zweiten Schraube müssen wir wie gesagt darauf achten, dass wir sie hier durch dieses Blech führen und dann von unten wieder ordentlich festdrehen. Das machen wir mit der Hand, denn wir haben keinen Schraubenzieher mit dieser extrem kurzen Klinge und fixieren das Ganze am Ende dann wieder mit der Knarre. Damit ist es geschafft, zugegeben bei dieser Maschine etwas aufwendiger, aber auch schnell zu erledigen. Wir nehmen jetzt unser Teilegutachten zur Hand, da stehen alle technischen Daten drin und damit begeben wir uns zum TÜV oder zu der DEKRA oder zu irgendeiner anderen Prüfstelle und können das Ganze zulassen. In diesem Sinne, viel Spaß beim Fahren und always ride safe!